Herzlich willkommen zum Tutorial Dokumentenmodellierung mit kombinierten Tabellen. Wie es der Titel schon verrät, geht es heute um die Dokumentenmodellierung. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie die kombinierten Tabellen verwendet werden, um Produkte mit Produktbestandteilen in einer Tabelle auszugeben. Ich habe hier schon einmal eine Konfiguration eines Elektrowagens abgespeichert. Der Elektrowagen besteht in dieser Konfiguration aus einem weiteren Produktbestandteil, der Ladestation. Die Ladestation ist Bestandteil meines Produkts. Daher soll der Produktbestandteil zwar in derselben Tabelle ausgegeben werden, aber die Hierarchie der Produkte soll ersichtlich sein. Zusammengefasst: Der Elektrowagen hat einen untergeordneten Produktbestandteil, das Lademodul. Dieser Zusammenhang soll aus der Tabelle ersichtlich werden. Um diesen Fall abzubilden, verwenden wir die kombinierte Tabelle in M-Model. Lassen Sie uns gemeinsam M-Model starten und den Arbeitsbereich auf die Verwendung der kombinierten Tabelle vorbereiten. Der erste Schritt in M-Model: Wir suchen die Dokumentart, die wir bearbeiten möchten. In meinem Arbeitsbereich ist das die Dokumentart Angebot.doctype. In der Dokumentart sehen wir, aus wie vielen und welchen Textbausteinen sich mein Angebot zusammensetzt. Mein Angebot besteht aus den 3 Textbausteinen Anschreiben, Inhalt und Geschäftsbedingungen. Die kombinierte Tabelle möchte ich in meinen Inhalt einfügen. Bevor wir aber die Dokumentart anpassen, ein paar Worte zu den Tabellenarten in M-Model. Die Angebotstabelle gibt alle konfigurierten Produkte ohne die gewählten Merkmalselemente aus. Die Detailtabelle hingegen ein Produkt mit allen gewählten Merkmalselementen. Die kombinierte Tabelle, wie es der Name schon verrät, kombiniert diese Eigenschaften und gibt alle Produkte mit gewählten Merkmalselementen in einer Tabelle aus. Da die kombinierte Tabelle, wie erwähnt, alle konfigurierten Produkte in einer Tabelle ausgibt, würde die Option einmal pro Angebotseintrag mehrere identische Tabellen erzeugen. Also stellen wir die Option um auf einmal pro Dokument. Wenn bei Ihnen in der Dokumentart bisher die Option einmal pro Angebotseintrag für den Textbaustein festgelegt wurde, müssen Sie die Option auf einmal pro Dokument umstellen. Nachdem wir die Dokumentart angepasst haben, erstellen wir eine neue M-Doc-Tabellenkonfiguration. Wenn Sie eine bereits vorhandene Angebots- oder Detailtabelle ersetzen möchten, können Sie auch eine vorhandene M-Doc-Tabellenkonfiguration öffnen. Ich empfehle Ihnen jedoch, eine neue M-Doc-Tabellenkonfiguration zu erstellen. In der M-Doc-Tabellenkonfiguration wählen wir jetzt den Tabellentyp Kombinierte Tabelle. Wir möchten auch eine Ergebniszeile in unserer Tabelle ausgeben, also aktivieren wir das Kästchen Ergebniszeile. In der Ergebniszeile können wir zum Beispiel den Gesamtpreis ausgeben. Sobald der Tabellentyp auf Kombinierte Tabelle umgestellt wird, aktiviert sich die Schaltfläche in die Zwischenablage Kopieren. Bei den Platzhaltern, die wir hier kopieren können, handelt es sich um die Feinplatzhalter. Dazu gleich mehr. Zuerst kopieren wir die Platzhalter in die Zwischenablage, indem wir auf die Schaltfläche klicken. Danach suchen wir im Arbeitsbereich das Word-Dokument, das mit dem Textbaustein Inhalt verknüpft ist. In meinem Arbeitsbereich ist das Word-Dokument Inhalt.docx. Wenn ich das Dokument öffne, sehen Sie eine leere Tabelle, die nur noch darauf wartet, befüllt zu werden. Wenn Sie eine vorhandene Angebots- oder Detailtabelle in Ihrem Dokument durch eine kombinierte Tabelle ersetzen möchten, löschen Sie die Inhalte der Tabelle. Wenn Sie noch keine Tabelle in Ihrem Dokument erstellt haben, können Sie jetzt eine neue Tabelle hinzufügen. Die Define-Platzhalter, die wir kopiert haben, werden zum Definieren der Zeilen verwendet. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Platzhaltern festlegen, welche Zeile der Tabelle welche Funktion übernehmen soll,
bzw. welche Werte in dieser Zeile ausgegeben werden sollen. Bevor wir die Tabelle bearbeiten, fügen wir die kopierten Platzhalter unterhalb der Tabelle ein. Zuerst fügen wir auf der linken Seite der Tabelle eine neue Spalte ein. Diese Spalte verwenden wir gleich, um die Platzhalter für die Definition der kombinierten Tabelle einzufügen. Wir benötigen noch eine zusätzliche Zeile oberhalb der Tabelle, diese fügen wir auch gleich ein. Die erste Spalte und erste Zeile, die wir soeben eingefügt haben, werden bei der Generierung des Dokuments gelöscht und sind dann nicht mehr sichtbar. Jetzt können wir die Platzhalter einfügen. Wir beginnen mit dem Platzhalter Define Table Name. Den Platzhalter verwenden wir, um die Tabelle im Word-Dokument als kombinierte Tabelle zu definieren und mit der MDoc-Tabellenkonfiguration zu verknüpfen. Die Zeile, in der sich der Platzhalter befindet, wird bei der Dokumentengenerierung gelöscht und ist nur für die Definition und Verknüpfung mit der MDoc-Tabellenkonfiguration zuständig. Der nächste Platzhalter ist der Define Table Header. Dieser Platzhalter definiert die Zeile für die Tabellenüberschriften. Meine Tabellenüberschriften sind Produkt, Bauteil, Anzahl und Preis. Jetzt folgen die Platzhalter Define Row for Item Row Depth. Dieser Platzhalter wird für die Ausgabe der Produkte und Produktbausteine verwendet. Die Zahl am Ende der Platzhalter gibt die Ebene der Produkte an. Also der Platzhalter Row Depth 1 definiert die Zeile für die Ausgabe des Produkts auf der obersten Ebene. Der Platzhalter Row Depth 2 definiert die Zeile für die Ausgabe des Produktbausteins, der dem Produkt auf erster Ebene untergeordnet ist und sich auf zweiter Ebene befindet. Der Platzhalter Row Depth 3 definiert die Zeile für die Ausgabe der Produktbausteine auf dritter Ebene und so weiter. Wenn Sie eine Produktstruktur mit mehr als 3 Ebenen haben sollten, können Sie die Zahl am Ende des Platzhalters entsprechend anpassen. In meinem Dokument benötige ich diesen Platzhalter jedoch nicht. Kommen wir zum nächsten Platzhalter, Define Row for Item Detail. Diesen Platzhalter verwenden wir, um die Zeile für die Ausgabe der gewählten Merkmale und Ausprägungen zu definieren, ähnlich der Ausgabe einer Detailtabelle. Der Platzhalter Item Detail wird für alle Produkte und Produktbestandteile angewendet. Zuerst werden alle Merkmale und Ausprägungen des Produkts auf erster Ebene ausgegeben, anschließend alle Merkmale und Ausprägungen des Produkts auf zweiter Ebene und so weiter. Für die Ausgabe von Optionen, die Sie in M-Sales erstellen können, haben wir 2 Platzhalter zur Verfügung. Der Platzhalter Define Row for Option ist für die Ausgabe der Option zuständig, also zum Beispiel der Name der Option. Der Platzhalter Define Row for Option Detail verhält sich ähnlich wie der Platzhalter Item Detail. Dieser wird für die Ausgabe der gewählten Merkmale und Ausprägungen innerhalb der Option verwendet. Der letzte Platzhalter ist der Define Row for Sum. Dieser Platzhalter definiert die Ergebniszeile, daher fügen wir diesen in die letzte Zeile ein. Die kombinierte Tabelle und die einzelnen Zeilen sind jetzt definiert. Jetzt können wir die Tabelle mit den üblichen Platzhaltern aus der MDoc-Tabellenkonfiguration befüllen. Wir wechseln wieder in M-Model.
Wir kopieren den Platzhalter aus der MDoc-Tabellenkonfiguration und fügen ihn an die gewünschte Position ein. Ich nummeriere den Platzhalter, um die Ebenen im Dokument besser hervorzuheben. Die Optionen färbe ich rot. Jetzt fügen wir den Platzhalter für die Merkmalsnamen ein. Rechts von der Spalte für die Merkmalsnamen fügen wir die Platzhalter für die Ausprägungsnamen ein. Die vorletzte Spalte befüllen wir mit dem Platzhalter für die Anzahl. Die letzte Spalte ist für den Preis vorgesehen. Dort fügen wir jetzt den Platzhalter für die Preise ein. Da wir den Gesamtpreis ausgeben möchten, fügen wir den Platzhalter auch in die letzte Tabellenzeile, die Ergebniszeile, ein. Die Bearbeitung des Word-Dokuments haben wir abgeschlossen. Wir speichern und schließen das Dokument. Auch in M-Model speichern wir unsere Arbeit und laden den Arbeitsbereich anschließend hoch. In M-Sales können wir jetzt das Ergebnis prüfen. Ich lade wieder meine gespeicherte Konfiguration und generiere gleich ein Angebot. Wir haben jetzt alle Produkte und Produktbausteine in einer Tabelle abgebildet. Unter Punkt 1 sehen wir den Elektrowagen. Unter Punkt 1.1 ist jetzt die zugehörige Ladestation untergeordnet. Und unter jedem Produkt bzw. Produktbestandteil sind die gewählten Merkmalselemente aufgelistet. So schnell und einfach können Sie eine kombinierte Tabelle modellieren. Somit sind wir auch schon am Ende des Tutorials angelangt. Ich fasse nochmal den Inhalt des Tutorials kurz zusammen. Wenn Sie Produkte und Produktbestandteile mit gewählten Merkmalen und Ausprägungen innerhalb einer Tabelle ausgeben möchten, verwenden Sie dazu die kombinierten Tabellen. Zuerst stellen Sie die Wiederholung des Textbausteins in der Dokumentart auf einmal pro Dokument. Anschließend erstellen Sie eine neue MDoc-Tabellenkonfiguration. Stellen Sie den Tabellentyp auf Kombinierte Tabelle und kopieren Sie dann die Define-Platzhalter aus der MDoc-Tabellenkonfiguration. Modellieren Sie die kombinierte Tabelle mit den Define und den üblichen Platzhaltern Ihren Wünschen und Ansprüchen entsprechend und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit hochzuladen. Das war's zu den kombinierten Tabellen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.crs-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Modellierung Ihrer Dokumente. Bis zum nächsten Tutorial.